Hallo ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche, das letzte für dieses Jahr. Am Silvester gibt es noch ein schönes Silvesterorakel für euch. Jetzt gucken wir mal sozusagen, was die erste neue Woche im neuen Jahr mitbringt. Ich bedanke mich hier nochmal bei allen, die mich regelmäßig mit guter Energie, egal mit was, unterstützen, die hier schon lange dabei sind. Und ich bin gespannt, was wir in der ersten Woche im neuen Jahr hier für Themen gleich kriegen. Es gibt hier auch auf dem Kanal, das hatte ich ein bisschen früher gemacht, weil die Jahresorakel für das neue Jahr am Dienstag drin waren, auch den Ausblick für die Sternzeichen für den Januar. Das mache ich euch wie immer hier oben rein. So, jetzt gucken wir, was die kollektiven Energien für die neue Woche im Januar sind. Ja, man kann hier sehr viele Dinge klären. Die Beziehungskarte liegt hier unter dem guten Stern. Das heißt, alles, was ihr so vertraglich habt oder verbindlich oder wo etwas Fahrt aufnimmt, kann man hier auf dem kurzen Weg gut klären. Auch eine Möglichkeit für neue Chancen in Verträgen. Auch die Beziehungen haben hier eine gute Qualität aufzublühen, ein bisschen Glück mitzubringen, vielleicht auch für einen oder anderen eine glückliche Wende im Beziehungsbereich oder ein Neubeginn. Ich sage euch gleich mehr. Wir haben die Finanzen hier im Haus der Unklarheiten drin. Das betrifft vielleicht den kleineren Bereich. Irgendetwas braucht eine finanzielle Klärung. Vielleicht auch, wenn sich hier Verträge anbahnen, muss man sich klären. Die Klarheit liegt hier auf dem kurzen Weg. Es wird etwas im kleineren Bereich sein. Es ist jetzt nicht so mit dem großen Geld verbunden. Allerdings sind hier schicksalshafte Themen im Leben dabei, die mit den Finanzen zu tun haben, oder bestimmte Triggerpunkte, die man mit den Finanzen hat, die kommen hier aus dem Familiensystem. Es wird eine Woche der Klarheit überall, ne? Also hier liegt im Hause der Schlange die Aufklärung drin, alles was so mit Verstrickungen zu tun hat oder mit Umwegen, die liegen hier im familiären Bereich oder auch familiäre Belastungen, die mit dem Thema Finanzen zu tun haben. Andererseits kriegst du hier auch wieder ein Gefühl aufgezeigt, das hier mit der Sense ins Kreuz reinhaut. Hier kann sehr schnell ein Kreuz abgelegt werden, ein schicksalshaftes Thema beendet, irgendetwas läuft wieder ruhiger. Ja, schon wieder schicksalshafte Veränderungen, gleich in der ersten Woche drin. Schicksalshafte Veränderungen, Neubeginne, plötzliche Wenden, Veränderungen in Richtung Träume, Sehnsüchte, Finanzen, alles liegt hier dabei. Wir haben hier auch die Überwindung eines Herzschmerzes. Der kann hier aus dem Bereich Beziehungen kommen. Also es ist hier eine sehr genesende Energie auf allem Vertraglichen und auf allem, was Beziehung und Verbindung mitbringt. Hier verändert sich etwas, was dir lange schlaflose Nächte gemacht hat. Sozusagen sprichwörtlich nimmt die Sense dir hier über Nacht eine schwierige Situation weg. Etwas, was dir auf der Seele gebrannt hat, etwas, was mit dem Thema Finanzen zu tun hat. Schaut auf die Abendstunden, ne?
Ich habe hier für viele auch ein neues Kapitel in der Liebe oder bei Herzensangelegenheiten. Überall da, wo ihr getrennt voneinander wart oder wo ihr das Gefühl habt, ihr kommt nicht richtig an euer Verbundensein dran, habe ich hier eine geniale Energie. Wir selber liegen im Haus des Turms und wir haben hier so die Dinge, die uns getrennt haben oder wo wir uns allein gelassen mitgefühlt haben, in der kürzeren Vergangenheit schon ein bisschen angehoben. Und man sieht hier tatsächlich, dass es so überwunden ist. Wir haben es im Rücken. Wir gucken hier nach vorne auf eine Bewegung, die uns da von außen Glück mitbringt und Veränderung, wo wir es vielleicht nicht gedacht haben. Veränderungen auf mehreren Bereichen. Hier sieht man karmisch und man sieht finanziell und man sieht beruflich. Ein Weiterkommen auf dem kurzen Weg. Für einen oder anderen stehen vielleicht kleinere Unternehmungen und Fahrten an und auch Kurskorrekturen. Hier generiert sich eine neue Lebensenergie. Überall da, wo es Blockaden gab, kommt Tempo rein. Ich habe sogar hier das so eine Art, wie nennt man das? Ich würde es mal Studium nennen. Ne? Also auf der weltlichen Ebene dieses Lernen von Dingen, das dir Lebenslektionen hilft zu verarbeiten, zu verstehen und auch die Überwindung von einem Kummer, der dir am Herzen lag, einer Blockade, da wo sich nichts getan hat. Glückliche Wenden im beruflichen Bereich, die hier vielleicht auch mit Verkleinerung einhergehen. Ne? Verkleinerung bedeutet, ihr könnt euch irgendwo rausnehmen oder weniger tun, also Erleichterung verschaffen. Ich muss ein bisschen weiter runter, ihr seht es sonst nicht. Dann wurschen wir uns mal weiter durch. Also wir selber korrespondieren hier mit dem Mond, mit Zweifeln, die sich auflösen. Wir haben hier so ein bisschen unsere Neubeginne im Leben im Kopf, Veränderungen, die das Leben dir so schnell mitbringt. Man möchte die Dinge in eine liebevolle Qualität bringen, wo vorher Verwundung war. Wir korrespondieren hier mit dem Anker, das heißt, für einen oder anderen könnte es ja auch um berufliche Entscheidungen gehen. Neue Wege im Beruf. Hier kann sein, dass man überlegt, wie bringe ich Beruf und Finanzen in Zukunft für mich in eine Balance, also in eine bessere Qualität. Wo habe ich hier Sachen, die mir plötzlich klar werden, schon längere Zeit schleifen lassen oder auch nicht mehr angeguckt? Im Berufshaus liegt ja eine Person drin. Das kann jetzt hier sein, dass sich Dinge auf der Chefebene verändern, dass Vorgesetzte neue Ideen bringen oder schicksalshafte Wenden sind, dass jemand sagt, okay, ich mache das Spiel im neuen Jahr so nicht mehr, sondern es geht hier so und so voran. An sich eine Person, die euch Optionen mitbringt, neue Möglichkeiten, schicksalshafte Nachrichten. Möglicherweise lernt der ein oder andere, wir haben hier in dieser Spiegelung drin die Beziehungskarte mit dabei, auch jemand sehr Interessantes kennen. Ja, eine schicksalshafte Person, die Veränderungen mitbringt. Man muss seinem Glück ja auch nur trauen. Es kann ja auch ein Auftraggeber sein oder jemand, der dir eine plötzliche Kurskorrektur mitbringt. An sich geht es darum, im Beruf die eigene Größe zu leben, im Vertrauen zu bleiben. Der ein oder andere hat vielleicht ja auch die Möglichkeit,
Führungspositionen einzunehmen oder an sich dem Beruflichen mehr Führung zu geben. Schicksalshafte Nachrichten habe ich hier im Bereich aller Neubeginne, aller Entscheidungen, aller Themen, die ihr zum Beispiel auch mit dem Beruf oder mit Entscheidungen im Beruf habt oder mit den Finanzen, die sind hier in der Spiegelung. Aber es geht ja auch darum, in eine andere Balance zu kommen, eine bestimmte Ausgeglichenheit, auch emotionaler Art wiederherzustellen. Ein Gleichgewicht von dem, was man gibt und was man nimmt. Ich habe hier im Haus der Finanzen drin das Haus. Ne? Das geht hier schon mal um Gelder, die mit dem Thema Haus, Wohnung, Umfeld zu tun haben. An sich ist das Haus aber auch die Qualität, wo ihr einen guten Untergrund habt, wo ihr schon etwas erarbeitet habt, eine Grundlage. Es ist hier sehr von uns abhängig. Ne? Wir haben auch den Klee hier bei den Finanzen dabei. Also es kann hier im kleineren Bereich um Ersparnisse, kürzere Wege oder auch um kleinere Plus gehen im finanziellen Bereich, die hier vielleicht auch durch eine Person ausgelöst werden, die euch Impuls gibt, gute Nachricht oder Auflösung. Es kann sein, dass es sehr rasche Dinge sind, überraschende Dinge, Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Es ist hier möglich, irgendwo einen Punkt hinzusetzen, ein Ausrufezeichen, die Dinge so stehen zu lassen. Und es ist eine schnelle, schicksalshafte Wende, die vielleicht auch das ganze Umfeld mit betrifft. Wir haben hier so ein bisschen den Personenpulk. Kann hier auch um Kinder, Arbeitskollegen mitgehen. Also eine Sache, wo sich das ganze Ding dreht. Was ich hier auch habe, ist, dass sich zum Beispiel Konflikte anzeigen, die haben mit euren Freundschaften zu tun. Hier halte ich es gut für möglich, dass man überfragt, hinterfragt, überdenkt. Hier liegt allerdings im Haus der Freundschaft die Sonne drin. Oder dass man irgendwie einen Konflikt beenden kann, den man mit dem Thema Treue, Loyalität hat. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass man hier irgendwo einen, ja, ich würde mal sagen, einen Schnitt macht. Dass man sagt, okay, man lässt die Dinge so stehen. Irgendwie sind ja auch Zweifel dabei. Es kann sowas auch wie ein Befreiungsschlag sein von einer unguten Beziehung, die irgendwo, das spürt man schon lange und man denkt jetzt so, wir lassen das mal für eine Weile so stehen. Das ist erlaubt. Das darf man. Viele haben ja das Ding, dass sie dann auch ungesunde Beziehungen weitertreten, weil man das nicht macht. Es ist wieder eine Woche, wo sehr viel Genesung dabei ist. Ne? Wir haben hier gute regenerierende Qualitäten. Wir haben, dass wir uns ja auch mit Gegenübern neue Wege eröffnen können, neue Erfolge aus einer verstrickten Situation rauszugehen, Möglichkeiten, uns neue Türen zu öffnen, Blockaden zu sprengen. Aber wir müssen dazu flexibel sein. Das kommt ja aus einer anderen Richtung. Man kann eine Chance ergreifen für ein anderes Fundament, für eine Energie, die ruhiger wird. Und das geht ja auch an alle, die sich doppelt gebunden fühlen. Sprich, die Vergangenheit noch nicht so richtig hinter sich gelassen haben. Es kann ja auch sein, dass sich zum Beispiel aus dem Umfeld etwas ereignet, wo ihr euch dann mitdreht. Ne? Und da kannst du sagen, ich habe die Chance, nutze ich sie oder nutze ich sie nicht.
Okay, wir lassen das mal so stehen. Ich nehme noch eine Tarotkarte für die Woche mit, die neue. Und im Anschluss könnt ihr noch eine kleine Botschaft wählen. Ich bin gespannt, was jetzt hier noch fällt. Ja, die 3 des Wassers. Hier kündigt sich etwas Neues an, eine Feier, eine neue Beziehung, ein bestandenes Examen, eine bestandene Prüfung, etwas, was erledigt ist sozusagen. Und hier kommt auch so der Wunsch, dass das Leben mal wieder mehr Farbe kriegt, nicht? Und unten, das ist jetzt sehr spannend, haben wir noch die 7 der Luft. Ich sage ja, hier kommen die Dinge vielleicht anders als geplant und aus einer anderen Richtung. Und es geht hier darum, dass wir auch keine Schnellschüsse machen, sondern dass wir überdenken, auch wenn wir vom Außen aufgefordert sind, plötzliche Ereignisse zu überwinden. Da ist mehr dahinter, als man auf den ersten Blick erkennt. Und deshalb lieber noch ein bisschen drauf zuwarten, bevor man sich blindlings in irgendetwas stürzt, ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt noch dran für eine kleine Botschaft. Wir sehen uns im nächsten Jahr zum ersten Wochenorakel wieder. Habt ein schönes Silvester. Ich drücke euch bis bald und für die anderen geht's gleich weiter. So, hier bin ich wieder. Ihr habt hier den silbernen und hier den roten Buddha. Und dann schauen wir mal, was ihr persönlich noch beachten dürft für die kommende Woche. Was Hinweise sind oder Impulse. Na, ich mache hier mal nur noch Engel drauf. Habe ich früher öfters gemacht, nur Engelorakel. Könnte ich mal wieder machen. Und wir gucken, was die uns hier sagen. Welche Engel uns vielleicht auch hier begleiten im neuen Jahr. Und ihr dürft wählen. Ich würde heute mal den roten nehmen. Schauen wir, was der mitbringt. Ja, hier kommt gleich mal die Balance mit, das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit. Der Moment ist wichtig, also ein perfekter Moment. Es geht darum, mit anderen zusammenzuarbeiten, Kompromisse einzugehen. Nicht nach vorne preschen hatten wir auch im großen Blatt. Und irgendwie sieht etwas so aus, als dass es sich nicht so entwickelt, wie man es erwartet hat. Und man irgendwie was übersieht, was eigentlich positiv wäre. Oder dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man müsste über Kleinigkeiten sich aufregen, was eigentlich gar nicht nötig ist, ne? Also bleibt hier fokussiert auf das große Ganze. Es kann sein, dass hier einige Hilfe brauchen oder dass wir eben auch hilfsbereit sind, dass wir unsere Güte walten lassen, wenn uns jemand braucht. Nichtsdestotrotz schön auch in den Grenzen bleiben. Einfach diese Stimmung der Güte, dieses ich jammere nicht über alles Mögliche, sondern ich übe mich darin, einfach gütig und mild zu sein.
Ja, hier kommt ein kleiner Gruß. Deine Kinder auf der Erde und im Himmel sind glücklich. Sie werden von Gott und den Engeln wohlbehütet und versorgt. Für alle, die vielleicht auch immer wieder so ein Thema mit Kindern haben oder man macht sich Gedanken um die Kinder, um das Schicksal der Kinder, um das Leben der Kinder. Auch da, wenn es irgendwelchen Zoff gibt, seid gütig, jammert nicht, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Und wir haben den Engel der Kraft. Es sind die kleinen, unscheinbaren Dinge, die uns immer wieder Kraft verleihen. Ein Sonnenstrahl nach einem Gewitter oder ein liebevolles Lächeln. Innere Werte wie Offenheit, Vertrauen und Dankbarkeit festigen dich dabei. Wenn du all diesen Dingen deine Aufmerksamkeit schenkst, kannst du gelassener werden und gestärkt mit dem Engel an deiner Seite voranschreiten. Okay, nehmen wir die andere Seite. Ihr habt, ja, irgendwie haben wir so ein bisschen diese Qualität, wo wir uns alle sehr viele Gedanken machen. Hier haben wir Unsicherheiten, vielleicht auch so ein bisschen Gedanken um die Finanzen. Irgendwie erwartet man hier nichts Gutes, man hat schlaflose Nächte. Und die Engel halten dagegen. Guck mal mit Dankbarkeit auf die Dinge. Feier die kleinen Dinge, auch die unscheinbaren, damit die sich vermehren und damit du auch das Gefühl hast, dass du gesegnet bist. Das Wort sich selbst erfüllende Prophezeiung fällt hier auch, also da auch die Gedanken immer hübsch klären. Ein bisschen sanfte Bewegung könnte hier gut tun für das Wohlbefinden, auch für inneren Frieden. Und wir haben den Engel der Weisheit. Höre auf die Weisheit deiner Seele, ist die Botschaft, die dir dein Engel mit auf den Weg gibt. Es ist eine Stimme, die aus deinem Innern zu dir spricht. Weise zu sein bedeutet liebevolle Werte bewusst zu leben. Mit Weisheit wirst du dein Leben aus einer neuen Perspektive betrachten. So kannst du deine eigene Philosophie entwickeln, die befreiend wirkt und dir ein zufriedenes Leben ermöglicht. Wunderbar. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine tolle neue Woche im neuen Jahr. Ich drücke euch und bis bald.